Hallo Retro-Freunde! Ich habe mal wieder im Bereich der guten alten Videokassetten der Videofilme zugeschlagen. Was ich da gefunden habe, möchte ich euch heute in diesem Video präsentieren. Bevor wir loslegen, wie immer solltet ihr noch kein Abonnent sein, klickt auf mein Kanallogo, aktiviert das Glöckchen, abonniert den Kanal und verpasst somit kein neues Video mehr von mir. Ja, wie ihr wisst, ich sammle Filme, ja, hauptsächlich aus den 80er Jahren, hauptsächlich jetzt neuerdings auf Blu-ray natürlich, ja, aber ich habe auch noch diverse DVDs als auch Videokassetten. Ja, und Videokassetten, wie gesagt, ist für mich ein Zeitzeugnis, da hat es bei mir angefangen. Ja, Videokassetten kannte ich gar nicht anders da aus meiner frühesten Kindheit, als dass wir halt immer Leerkassetten zu Hause hatten. Im Fernsehen immer über den Videorekorder dann halt Filme aufgenommen haben, in der Videothek gegangen sind, Filme ausgeliehen haben. Ja, und deswegen haben die Videokassetten für mich so einen nostalgischen Touch. Ja, die möchte ich nicht missen und ich gucke immer, ob ich hier und da vielleicht irgendwo was finde, um meine Sammlung damit zu erweitern. Und was soll ich sagen? Ich war mal wieder bei mir am Bücherschrank, ja, wo ich schon etliche Bücher, auch mal eine CD gefunden habe etc. Und schau eine an, auf einmal haben da ein paar Videokassetten drin gestanden. War ich ganz überrascht, ja, habe geguckt und habe auch eine gefunden und die sofort mitgenommen. Ja, und zwar ist das ein guter alter 90er Jahre Actionfilm, und zwar ist das Navy Seals, ja, mit Charlie Sheen und mit Michael Biehn. Ja, der Film ist von 1990, also ganz knapp an den 80ern vorbei. Ja, es ist eine Original-Verleihkassette, ja, aus der Videothek. Das heißt, ich habe dieses große Cover hier von Columbia TriStar, ein Orion-Film. Ja. Die Kassette ist sehr schön für die damalige Zeit. Ja. Hier oben die rote, ja, die rote Klappe der Kassette für diejenigen, die nur mit der Blu-ray oder mit digitalen Filmen etc. oder Filmen auf CD aufgewachsen sind. Das ist eine Videokassette. Ja, und was man immer gerne gemacht hat, man hat immer halt hier das Band aufgemacht, die Kassette hochgeklappt und dann geschaut, ob das Band verknickt ist, verknittert ist und so weiter. Das mache ich jetzt immer noch, bevor ich mir die mitnehme. Das war einwandfrei. Ich habe sie schon einmal quasi durchgeguckt. Ich habe sie zurückgespult. Ja, das Bild ist einwandfrei für den Film. Ja, ist eine FSK 18 Version, das heißt, es ist der Film, der damals so auch im Kino, glaube ich, sogar gelaufen ist. Ja, ich habe den auf DVD, auf Blu-ray nicht. Ich habe mir damals zu DVD-Zeiten, wie die DVD Erstveröffentlichung von dem Film war, habe ich ihn mir geholt. Blu-ray brauche ich da nicht zwingend von. Ja, ich weiß gar nicht, ob es ihn auf Blu-ray gibt, aber die Videokassette mit dem genialen Cover vorne drauf. Ja, ich habe den Film früher mit meinem Bruder zusammen geschaut, das weiß ich noch, und das ist eine schöne Kindheitserinnerung. Ja, der große Fund, den ich gemacht habe, war mal wieder ein eBay Kleinanzeigen-Fund. Und zwar hat da jemand Videokassetten zum Verschenken eingestellt gehabt. Ja, auch wieder bei mir in der Region, wie ihr ja wisst, ich mache bei eBay Kleinanzeigen immer so eine Umkreissuche, ja, habe verschiedene Suchen laufen, ja, lass mir immer anzeigen, wenn was Neues zum Verschenken innerhalb der, keine Ahnung, 15 Kilometer in meinem Wohnort rum eingestellt wird. Ja, kriege ich immer eine Benachrichtigung, da hat jemand Videokassetten eingestellt. Es war keine große Beschreibung dabei, Videokassetten zu verschenken, was soll man auch sonst anders reinschreiben, nur Abholung natürlich, ja. Und es war ein Bild drin und bei den Videokassetten, das gehe ich manchmal ein. Ja? Also wie gesagt, es war nur ein Bild von einer Kassette drin, es stand mehrere Kassetten zu verschenken. Ich dachte mir, komm, ich frage mal an, ich fahre einfach vorbei und gucke es mir an. Und dann habe ich einen ganzen Haufen Kassetten bekommen und ich bin echt froh, dass ich das gemacht habe. Ja? Die Kassette, die in der Anzeige sichtbar war hier diese von 20th Century Fox, der Glücksbärchi-Film. Ja, das war der ausschlaggebende Punkt, wo ich gesagt habe, hier sind die Kassetten noch da, ich würde gern vorbeikommen, ich würde sie mitnehmen. Selbst wenn da jetzt nur Schund dabei gewesen wäre oder irgendwas, was mich nicht interessiert hätte, ich hätte es trotzdem mitgenommen. Ja, die kann man immer mal wieder abgeben, irgendwo tauschen, oder es gibt diverse Facebook-Seiten, die halt Videokassetten aufnehmen. Ja, und ja, was soll ich sagen? Wie gesagt, die Kassette hat mich schon mal sehr gefreut. Ja, die Hülle ist ein bisschen beschädigt, aber der Glücksbärchi-Film, ja, war auch ein Film, den ich in den
80ern, 89 kam der raus, steht hier hinten drauf, ja, den ich dann wahrscheinlich Anfang der 90er gesehen habe, ja, den meine Mutter, das weiß ich noch, aus der Videothek ausgeliehen hatte. Fand ich sehr, sehr schön, dass der das war. Und ja, dann habe ich weitere Kassetten, beziehungsweise dann, wie ich da vor Ort war, habe ich dann kurz in die Kiste reingeguckt und habe freudestrahlend die Kiste genommen, bin nach Hause gefahren. Und was dabei ist oder was dabei war, ist unter anderem eine Kassette von Kasper, ja, Kasimir alias Kasper, das kleine Gespenst. Kann ich jetzt so nichts, oder dem kleinen Gespenst kann ich jetzt so nichts mit anfangen. Ich fand früher den Film Kasper mit der Christina Ricci und Bill Pullman, auch Mitte der 90er müsste er gewesen sein, ja, fand ich richtig toll. Die Videokassette hier wird wieder auch was sein, was ich wahrscheinlich weitergeben werde, was ich verschenken werde, tauschen werde, was auch immer. Ja, hier bei dieser bin ich noch nicht sicher, eine weitere Kasper-Kassette. Allerdings ist hier nochmal Hanna-Barbera aufgelistet. Das heißt, das sind ja die Familie Feuerstein zum Beispiel erfunden haben, etc. Ja, die Kassette ist, oder die Serie ist von 79. Hier die Folgen, die hier drauf sind, das sind immer so, ja, hier geht es 59 Minuten, es sind 5 Folgen vom Kasper, dem kleinen Gespenst drauf. Die werde ich wahrscheinlich erstmal so in der Sammlung lassen. Dann habe ich Disney-Videokassetten dabei. Zeige ich einfach mal hier, Basil, der große Mäusedetektiv. Ja, brauche ich nicht unbedingt auf Videokassette, auch der wird dann in die Tauschkiste gehen. Wenn ihr Interesse habt, schreibt es in die Kommentare, schreibt mich an und dann werden wir uns einig. Genauso wie diese hier, der Prinz und der Bettelknabe, Walt Disney Mini-Klassiker, ja, auch eine Videokassette. Ich habe die Bänder alle geprüft, ja, es ist nichts verschimmelt oder sonstiges halt, ja. Die ist mit Sicherheit auch, geht 26 Minuten, das müsste auch so aus den 70ern oder so sein, ja, also die Videokassette nicht, aber der Film, der da drauf ist. Ja. So, dann geht es weiter. Dann habe ich noch einen Glücksbärchi-Film, der war auch noch dabei. Ja, Glücksbärchis, die Schatzkarte von Select Video, Folge 4 ist das hier, wenn ihr seht, ja, Select Video. Ja, und die haben sehr viele Zeichentrickserien in den 80ern, Anfang der 90er noch auf Videokassette rausgebracht. Hier sind auch wieder 2 Folgen drauf, Laufzeit ca. 25 Minuten. Ja, das heißt, 12,5 Minuten für so eine Folge, ja, also kleine Kurzgeschichten von den Glücksbärchis, hat mich sehr gefreut, das bleibt in der Sammlung. Und jetzt geht's los, Leute, richtig coole Sachen, ja, einmal nochmal Disney, und zwar eine Videokassette von Die Dinos, ja, wusste ich gar nicht, dass es das auf Video gibt oder gab, hätte ich mir fast denken können, aber wie gesagt, ich habe die Dinos nie so richtig gesehen, denn die waren ja eine 90er-Serie, das war Anfang der 90er, 91 steht hier drauf. War nicht so meins, ja, aber als Videokassette finde ich es wiederum cool. Ja, geht 44 Minuten die Folge. Ist Edition 2 nennt sich das, also da gibt es Minimum 2 Videokassetten. Die witzigste Familie seit 60 Millionen Jahren, die Dinos. Das bleibt erstmal auch so in meiner Sammlung. Dann machen wir mit den Dinos weiter und zwar habe ich dann eine Kassette von den Astro-Dinos dabei gehabt, Folge 1. Finde ich auch sehr cool. Auch die Hülle in lila gehalten, finde ich richtig klasse. Geht 45 Minuten. Auch Folgen 1 und 2 sind da drauf. Ja, auch von Anfang der 90er, so 92, 93 müsste das sein, die Astro-Dinos. Ja, finde ich richtig toll. Ja, auch das werde ich mir nochmal angucken. Ich werde die Bänder alle mal durchlaufen lassen und dann die Videokassetten von Zeit zu Zeit anschauen. Ja. Das nächste, da sieht die Hülle nicht mehr ganz so gut aus. Die hat schon etwas gelitten, aber ist eine Videokassette von Graf Dacula. Graf Dacula, auch eine Serie Anfang der 90er, 1990, 1991. Aber Graf Dacula ist wieder was ich gesehen habe, wo ich die Comics gelesen habe, was ich richtig cool fand. Diese Vampirente, die eigentlich gar kein Vampir ist, weil sie kein Blut sehen kann, ja, finde ich richtig toll. Hier ist nur eine Folge drauf, die geht 30 Minuten und es ist Kassette Nummer 3. Dann habe ich, das fand ich richtig toll, fand ich richtig klasse, dass das dabei war. Gerade mal gucken, so rum geht's los. Und zwar habe ich Captain Planet Folge 2. Captain Planet, auch wieder eine Serie Anfang der 90er, also alles irgendwie Anfang der 90er, ja, Ende 80er. Captain Planet, die Serie um, ja,
um ein Thema, was aktueller denn je ist, was auch da schon aktuell war, aber immer aktueller wird, geht es um Umweltverschmutzung und so weiter und wie wir den Planeten sauber halten können. Ja, finde ich richtig, richtig klasse. Ja, Captain Planet Folge 2 und, weil dem nicht genug ist, auch noch Captain Planet Folge 3. Ja, auch richtig toll. Folge 3, Notfall im Meer. Ja, es ist immer eine Folge drauf, die geht 45 Minuten. Bei Kassette 2 dasselbe, 45 Minuten. Captain Planet, richtig toll. Sind die ersten 2 Videokassetten, die ich davon habe. Die bleiben definitiv erstmal in der Sammlung. Richtig klasse. Was mich dann noch mehr gefreut hat, war, es war sogar eine Masters of the Universe Kassette dabei. Und Leute, wie gesagt, das war alles zu verschenken, ja. Also ich mache das meistens so, ich habe eine Tafel Schokolade mitgebracht, ja, da freuen sich die Leute meistens drüber, ja, weil auch wenn sie es verschenken und wenn man die Sachen abholt, so mit leeren Händen, finde ich es halt immer ein bisschen blöd, ja. Das heißt, ich fahre hin, auch selbst wenn sie es zu verschenken drin haben und lass was da quasi, ja. Finde ich richtig toll, auch wieder Ocean Video hier, ja, da gab es ja auch Select-Videokassetten von Masters of the Universe, das hier ist jetzt Ocean, machen wir gerade mal auf, auch hier. Das Band ist richtig okay. He-Man, der Zeitkorridor, wenn ihr es lesen könnt. Ja, wieder eine Folge, die habe ich, meine ich, schon in der Sammlung. Müsste ich noch mal genau gucken. Wenn ich die in der Sammlung habe, gebe ich die zum Tausch frei. Ansonsten wandert sie natürlich in meine Sammlung. Dann habe ich wieder Select-Video und 2 Videokassetten nochmal von Lucky Luke. Lucky Luke, Calamity Jane, ja, ist eine Folge. Auch 30 Minuten, auch wieder Hanna-Barbera, 1984 hier in Deutschland rausgekommen, Videokassette Teil 2, ja, da ist es. Calamity Jane war eine Folge, die ich noch aus der Kindheit kenne, da weiß ich ganz genau, das war so wiederum was wir auf Video im Fernsehen aufgenommen hatten, wie das im Fernsehen lief, ja. Wir haben dann immer schön die Kaufvideokassetten, also die Leervideokassetten, immer schön die Aufkleber drauf beschriftet, ins Regal einsortiert, so ein kleines Büchlein gehabt bei meinen Eltern, wo halt Kassette 1, die Kassetten waren dann durchnummeriert, Kassette 1, da in dem Buch drin gestanden hat, was drauf war, ja, ich weiß noch ganz genau, 3-Stunden-Kassetten oder 4-Stunden-Kassetten, also 180 Minuten oder 240 Minuten, oftmals waren dann immer so 2 Filme drauf, ja, oder halt etliche Folgen von irgendwelchen Cartoons. Ja, und die nächste Kassette ist Folge 3 von Lucky Luke. Ja, auch wiederum, wie gesagt, ist es Select-Video, Folge 3 und Select-Video und heißt Die Postkutsche. Auch von 83 bzw. 84 ist die Kassette rausgekommen. Ja, hier auch nochmal hier hinten. Finde ich richtig toll. So Funde machen immer am meisten Spaß. Das ist fast so wie Flohmarkt. Das heißt, man weiß nicht genau, was ist, wenn man hinfährt, ja, was man kriegt. Und das hat mich sehr gefreut. Wieder richtig viele Filme für meine Sammlung. Es ist alles Kinderfilme, Zeichentrickfilme, Sachen, die ich früher in meiner Kindheit geschaut habe, größtenteils. Ja, finde ich richtig toll. Bis natürlich auf den Navy Seals Film, ja, den habe ich auch geschaut, aber da war ich schon ein bisschen älter und das ist kein Kinderfilm. Aber den habe ich, wie gesagt, im Bücherschrank gefunden. Richtig klasse Funde finde ich jetzt wieder. Ja, jetzt würde es mich natürlich interessieren. Schreibt es in die Kommentare. Wie findet ihr die Funde? Sammelt ihr auch Videokassetten? Soll ich vielleicht mal ein Video über meine Videokassettensammlung machen? Ja, oder sagt ihr, um Gottes Willen, ja, alter Schund, ja, ich sammle die Filme nur, indem ich sie halt digital kaufe und dann irgendwo eine Online-Mediathek drin habe. Oder ich sammle halt nur Blu-rays oder sogar 4K Blu-rays, weil das halt das neueste Format ist. Ja, wie immer, es interessiert mich, was ihr davon haltet, wie ihr sammelt. Ja, ob ihr die Videokassetten vielleicht auch nur sammelt, um sie irgendwo vielleicht schön hinzustellen, so aus nostalgischen Gründen, aber sie gar nicht mehr abspielt, weil kein Videorekorder etc. Kann ja alles sein, die Dinger gibt es ja nicht mehr. Das interessiert mich alles. Ja, ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, ich freue mich über jedes Like, ich freue mich über jeden Kommentar. Und wenn ihr noch kein Abonnent seid, wie gesagt, abonniert den Kanal und verpasst die nächsten Videos von mir nicht mehr. In diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Video. Euer Retro Rauner.